So, da sind wir wieder mit Dragon Age The Veilguard, Tag 4, Stream 2. Ich habe gegessen, ich bin gestärkt und ja, mache mich jetzt gleich darauf, den nächsten Companion ranzuschaffen und damit die Veilguard auch vollständig zu machen. Denn die Quest heißt, vervollständige die Schleierwache. Und dementsprechend machen wir das jetzt. So. Moment. Ich muss mir noch schnell mein Dokument aufrufen, falls ich irgendwas habe, was ich mir aufschreiben will. Für die Review. So, jetzt aber. Stream 6 ist am Start. So, fortsetzen. Ja, die 20-Stunden-Marke ist erreicht. Laut Ladebildschirm noch nicht, aber ich bin ja auch ein paar Mal gestorben. Von daher, die 20 Stunden haben wir mittlerweile. Und ja. Das mit den Dämonen machen wir jetzt erstmal noch nicht, sondern wir gehen jetzt zu Harding war's, genau, und vervollständigen die Schleierwache. Das ist jetzt erstmal das Ziel. Darum soll es jetzt gehen. So I put the word out for dragon hunters, and I've heard back about someone who might work. It's a woman named Tosh from a group of Ravani treasure hunters called the Lords of Fortune. Sounds promising. An agent for the Lords said that Tosh is working on a mission for them along the Ravane coast. If we help her, she'll be free to join us and fight any blighted dragons the gods throw our way. Was geht in Ravane vor? What do you know about what's going on in Ravane right now? Not much more than you do. Varric and I never went there while hunting Solus. The Kunari were on pretty good terms with Ravane, but that was before the Antam military broke away from the rest of the Qun. I wouldn't be surprised if the Antam invaded Ravane like they did Treviso and Eastern Tevinter. All right. Guess we'll be ready. Ich weiß nicht, wirklich zu schätzen. Thanks for finding a contact. There can't be that many professional dragon hunters around. Time to find out if the crossroads can get us to an alluvion in that area. We'll head out whenever you're ready. Da fällt mir gerade ein, das mit dem Illuvian ist eigentlich eine ganz smarte Lösung. Weil, man ist ja auch in Dragon Age 1 und in Inquisition ist man ja quer durchs ganze Land gereist. Also vor allem in Inquisition ist man ja nach Orlais, wieder nach Ferelden, hierhin zum Palast, nach da unten, in das Gebiet, in die Wüste, in das Schneegebiet. Und theoretisch, wenn man es mal genau nimmt, dann müsste jede dieser Reisen ja Wochen und Monate dauern in einem mittelalterlichen Setting. Ja? Und mit diesem Illuvian und den Crossroads haben sie jetzt eine ganz coole Lösung gefunden, zu erklären, warum die ganze Handlung innerhalb von ein paar Wochen, Tagen, wie auch immer spielt und nicht innerhalb von einem Jahr. Oder mehr als einem Jahr. Eigentlich ganz smart. Hallo Reihan zum Zweiten. Eigentlich eine ganz smarte Lösung. Ist jetzt auch nie was gewesen, was mich gestört hat, ja, muss man halt auch sagen, wie es ist, aber ja, cool, dass man irgendwie da eine Lösung gefunden hat, dass es ein bisschen logischer ist. So, wir wollen nicht den Dämon jagen, sondern wir wollen... Ich fände es hier ganz cool, wenn man sich die Sachen schon angeguckt hat, wenn sie es nicht immer wieder aufleuchten lassen würden. Wir wollen die Drachentöterin haben. So, wir können bei irgendwem offenbar noch was leveln. Bei
Ah ne, einfach nur. So, na denn. Ja, ich finde, beim ersten Mal sollte man schon immer laufen, selbst wenn wir nicht durch ein neues Gebiet kommen. Aber das fühlt sich richtig an, wenn wir das erste Mal zu einem Ort reisen, nicht einfach hin schnell zu reisen. Zumal wir eventuell, wie gesagt, auch noch über eine neue Solo-Side-Quest stolpern oder so. Ich überlege übrigens mittlerweile immer mehr, ob ich das wirklich so mache, dass ich morgen mein Zwischenfazit-Video aufnehme. Oder ob ich sage, ich mache eine volle Review und fertig. Weil ich glaube, ich könnte im Moment schon eine qualifizierte Meinung abgeben zu dem Game. Aber es gäbe auch noch ganz viel bei den Charakteren und so weiter, wo ich sagen würde, ja, kommt drauf an, wie es sich jetzt entwickelt. So. Und ich sag mal so, der Zeitfaktor ist jetzt sowieso schon relativ egal. Ich meine, die großen Leute haben ihre Reviews alle abgegeben und ihre Eindrücke. Also dieser Zeitfaktor, schnell sein, damit es Leute gucken, ist eh irrelevant. I'm sorry, but Taurus got away. You win some, you lose some. Would you like me to get you something? Tea, cake, Arrowin? Und ja, mein Gefühl ist mittlerweile wirklich, dass ich vielleicht im Discord, weil nach meiner Meinung gefragt wurde, so ein kurzes Pro-Kontra-Ding mache, einfach. Und dann aber eine volle Review zum Game mache, was natürlich ewig dauern wird. Weil, ja, ich sehr ausführlich spiele mit Sidequests und so weiter. Also ich glaube, ich werde wahrscheinlich meine 100 Stunden hier drin versinken oder so. 80 bis 100. Und wenn ich es dann auch noch mit Metaphor abwechsle, dann dauert es natürlich noch länger. Aber ja, irgendwie fühlt sich sinnvoller an, eine volle Review zu machen, anstatt... Vor allem, weil ich ja dann auch schon so 25 Stunden habe oder so, weiß ich nicht, wie viel ich dann bei einer vollen Review noch beitragen könnte. Hey. Das sieht schmerzhaft aus. That looks painful. For them. Yup. You must be Tosh. I'm Rook. Here to help any way I can. The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vincimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. Alles klar. She seems nice. So what's the plan exactly? We need to lure the Aber volle wäre hier, glaube ich, Vincimer. besser, sagt er I auch. set bait. She comes out to eat. My partners loot the lair while she's out. Ja komm, wir machen jetzt erstmal die We'll find the Quest, bait on the beach. bevor wir immer links und rechts abwandern. Wir kommen hier nochmal wieder. Warte, ist das erreichbar? Nein. Ja, also heute im Verlauf, als ich die Charaktere mehr kennengelernt habe und die Charakterquests losgingen und so weiter, habe ich immer den Eindruck bekommen, ja, vielleicht ist es doch besser, wenn ich einfach eine volle Review mache. Blue with a yellow belly. Breathes lightning. Lightning. Das hier nehmen wir eben mit, würde ich That's sagen. dramatic. We're not fighting her. Lords Ah, just want the okay. Horde and Never mind. on Tom ahead. Ah, Moment. Weil ich sonst immer nur negativ vermerke, wenn es anders ist, vermerke ich es jetzt positiv. NPCs passen sich eurem Tempo an. Sollte für mich persönlich eigentlich selbstverständlich sein in 2024. Ist es aber nicht. Gibt immer noch genug Games, die sagen, latsche dem Charakter langsam und langweilig hinterher.
Weil das ist viel, viel toller, als wenn die sich deinem Tempo anpassen. Dragon Age macht das nicht. Ready. They go hard. Oh, ich konnte nicht runterjumpen. Oh Gott, oh Gott. So, was kann sie denn so? Führt zu einer Detonation bei geschwächt und gewährt unverwundbar. Probieren wir kurz aus. Okay, nicht lange, aber kann tatsächlich schon sehr, sehr mächtig sein, denke ich. Bleibt doch bitte mal mit dem Anvisieren auf einem Gegner drauf, finde ich. Shit! This is not your land! Ja, guck mal, das ist super geil, wenn wir jetzt die Bomben explodieren lassen, dass dann alle drumherum auch noch straucheln. Was seid ihr eigentlich nochmal anfällig gegen Nekrose? Ah, da wäre Emmerich eigentlich besser gewesen. Oh, nicht aufgepasst, nicht aufgepasst. Das hätte schief gehen können. So you've got no problem fighting other Kunari? I'm from Ravain. Not like I follow the Qun. I mean, you've got the arm ropes. Sure, I wear a lot of stuff. You don't get to tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Antom don't follow the Qun either. Not anymore. Good job with us. What made you want to take it? I don't. I thought you wanted us here to help you. No. Okay. Ich sehe schon, wir sind sehr willkommen. Nee. Brauchen wir nicht. Reingewumst. Oh nein, da ist ja gar kein Weg. Warte We're mal. not fighting the dragon? No. Vincimers Sorry. eat big game. Usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like poke around in its lair? Right. So we lure her Manchmal bin ich out, echt blind. and the lords go in and grab anything Naja, shiny. wird sich ja noch But klären. you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one doesn't.
Tja, wo die Leiter jetzt ist, weiß ich trotzdem nicht, aber egal. All right, beach is up ahead. Right. You said we'd find bait here? They'll find us. Come on. Aye. Deep stalkers, watch out! Knew they'd find us. So the deep stalkers are the bait. Yep. That's what works. Quite a few of them. Dragons have big stomachs. Is it just me, or is that one meaner than the rest? That's your pack leader. Take her down. So, mit dem Sturm mal nebenbei so, dass die anderen auch rausgenommen werden. So, Ult zünden. Auch gerade noch vom Einbuddeln erwischt. Ach komm, jetzt muss ich auch einen Trank nehmen. Ich war so sicher, dass das reicht, um mich zu betäuben. I think that's the last of them. Now what? Now I get the fire going and make our dragon dinner. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horn up there. Come on, she'll be here soon. So, we held up our end of the bargain. You did okay. So, what do y'all do? Right now, we're trying to take down evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However it's happening, the gods are using the blight to force dragons to attack people. That's messed up. Somebody needs to stop them. So, die beiden lassen wir auch noch stehen, die beiden Heilungsdinger da, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der Drache nicht einfach den Trank nimmt und schläft. Was gibt's hier noch? Okay, wird später auch sein wahrscheinlich. There you go. A Taskari. Where are we headed? That old Grey Warden fort. Anton might be there. I want to see what they're doing.
if it's anything the Lords of Fortune need to worry about. She responds to people blowing a horn. This time, You've left food for her before. took a while to get her used to it. Sounds like you've got her trained. You train a dog, you reach an understanding with a dragon. So nämlich. Vincimers are clumsy on land, better in the water. They cut the surface like a knife. They swim? They dive down after prey like a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their lightning. Gulp them all down in a single bite. Tag 4. Klares Wetter, warm und feucht. Habe in den unteren Bereich der Ströme weitere Spuren von Gold gefunden. Werde morgen versuchen, die obere Klippe zu erklettern, vermute eine größere Ader in der Nähe. Habe wieder Antam gesehen, konnte ihn aber problemlos ausweichen. Ich von hier wieder darauf. Nein. Elohide, wie geht's, wie steht's? Schönen Feierabend. Well, that was close. Letting us know she sees us. Might also be her way of saying thanks for the food. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal runter. Someone put a lot of work into these fortifications. Why'd they leave? This used to be a big Grey Warden outpost. They left after the Darkspawn stopped coming. Warte mal, hier muss ja irgendwo ein Hinweis sein. Theoretisch. Mir geht es soweit ganz gut. Froh, dass ich die 2 Ferienwochen hinter mir habe, wo das halbe Kollegium nicht da ist, stellenweise, weil eben auch noch Krankheit und so weiter. Ja. Und bin gerade sehr froh, dass auch wenn ich meine Kritikpunkte habe an Dragon Age The Veilguard, dass es mir im Großen und Ganzen viel Spaß macht und ich nicht hier sitze und sage, was für ein Scheiß. Ich habe jetzt aber legit keinen Hinweis gesehen, wie die stehen müssen. Naja gut, kümmern wir uns mal andersrum. Jetzt erstmal weiter unsere Gruppe vervollständigen. So the Antam are here. Let's check inside the fort. I want to see what they're doing. Ja, guck mal, Ult schon wieder geladen zu recht großen Teilen. Sehr gut. Ult! Ah, warte. Ah, hier. Okay. Also. Warte. Hier ist einer. Ah, hier. Da ist es. Rechts, links, Mauer. Rechts, links, Mauer. Na, das machen wir schnell. Hab's gefunden. Rechts, links, Mauer. So.
Ah! Ah. Erfolg! Was haben wir denn hier? Griffin Großhelm. Okay, ist ein schwerer Helm, wird deswegen für uns wahrscheinlich nichts sein. Ne, auch nicht. Obwohl er auch krasse Sachen hat. Ne? 20% Schaden durch alle GefährtInnen. Dauer von Regenerationszeiten runter, Waffenschaden hoch. Das ist schon ziemlich gut. Aber für unseren Playstyle passt das nicht. Wir wollen mit unseren Skills reinrumsen. So, den Sprung wird man nicht schaffen. Dann also hier lang. Oha. Shit. More on Tom. Es ist Flammenwerfer Bob. You're not even supposed to be here. Got us from a distance. Leute. Zeig dich, Flammenwerfer Bob. So. Jetzt haben wir schon mal nicht mehr konstant beschossen. Das ist schon mal ganz gut. Chillen Sie bitte Ihr Leben. Rums. So, einmal einfrieren bitte. Danke. So, den haben wir. Komm, den kriegen wir auch noch. So. Ich war übrigens im Vorfeld relativ, hatte ich ein bisschen Sorge, weil in vielen Previews gesagt wurde, das Kampfsystem ist eher vergleichbar mit dem neuen God of Wars oder mit God of War Ragnarok, und da war ich so, aber mir hat Ragnarok ja gar nicht so gut gefallen. Und ich finde, es ist null damit vergleichbar. Also wirklich null. Peace forever. Then the Antom broke away from the Qun and invaded. But Kunari builders are part of a different caste. They didn't break away. So the Antom take over old forts like this instead of building their own. So. Kann jetzt aber auch sein, weil ich Mage spiele, ne? Das vielleicht spielt es mit Krieger oder so deutlich ähnlicher. Das kann natürlich immer sein, sowas. Hülle des Schicksals. Okay, das wäre quasi das Set. Für. Ja, aber wenn du davon alles hast, kannst du aber mal, keine Ahnung, 50-60% Damage für deine Gefährten raufkloppen, ne? Viel Geld und verändert nutzt die Netze, um den Drachen vom Himmel zu holen und die Greifer, um ihn zu fesseln. Tut dies und langt den Ruhm für Antam. Niemals! Grapples, nets. The Antom are going after the Midsummer. But the dragon can handle that. Not after I drugged her. Come on. They've been watching. Oha. They knew I drug her to make her sleep. Assholes!
About to have a problem. Also ich wiederhole mich, die Gegner sind nur spongy, wenn man das Spiel, wenn man die Möglichkeit des Spiels nicht nutzt. Und ich habe hier gerade nicht mal eine optimale Gruppenkonstellation. Verwitterte Tagebuchseite. Heute sind Befehle eingetroffen. Wir verlassen die Festung. Keine dunkle Brut mehr. Instandhaltung ist zu teuer. Ich fasse es nicht. Noch schlimmer ist, dass Tops in das verdammte Ferelden zurückversetzt wurde und nach Weißhaupt geschickt wird. Was? Das? Tops? Ach, und ich nach Weißhaupt zurückgeschickt wurde. Ich weiß gar nicht, was ich ohne Tops anfangen soll. Wir waren seit dem Beitritt ein eingefleischtes Duo. So ein Dreck. Verdammtes Ferelden. Rechter Mel Karavu. Oh, ist aber lange her. Da war noch Stahlzeitalter, noch nicht Drachenzeitalter. Vernünftig. Ja komm, kann man die Ulti einmal zünden. Hey! Schweinepriester! Let's do this again. Wieder einer weg. So, einfrieren. Heilen bitte. So. Nehmen wir noch schnell die Ulti-Aufladung hier mit. Und haben es schon wieder voll. Sehr schön. Huch. Wollen wir sagen, da war doch eigentlich noch einer. Naja, guten Tag. So, sehr gut. Komme ich denn da jetzt wieder hoch?
Wahrscheinlich auch erst später. Ah, warte mal, oder irgendwie hier. Schon wieder eine Ulti-Aufladung, verdammt. They haven't seen us yet. We can run. Hey! Ah, rein, einfach ruf. Ruf's Maul. I brought her down. She's mine by right. Makara. Mara Namra Benari Ebala. Atashmar Tarost, Asitarala. Kyuto. Yunasi Beshidan. Ach so. Tarala. Na gut. Come on! Sie hat einen Drachen in sich. Hey, lassen Sie mich bitte in Frieden. Erstmal den hier finishen vielleicht. Stellt doch euch. Take your shot. So, den hier mal schnell rausnehmen. So, das lief doch gut. So, Das lief doch gut. So. Da machen wir erstmal. Also hier investieren wir sowieso komplett rein, von daher, ups. Hallo. Da wer denn? Ja. you breathed fire. Yeah? Can't say I was expecting that. Were we supposed to know this? Because I don't remember you mentioning it. We can talk later. Let me know when you're ready. I'll burn the chains off the dragon. What'll she think of us when we free her? Hope
Hopefully she'll just fly off. Hopefully. Should I cross my fingers? Schnell die Heilung hier drüben mitnehmen. Versengen. Was ist denn versengen? Wahrscheinlich was Feuriges. Alle deine Waffen verfügen Feuerschaden. Ja, brauchen wir nicht. Papalapap. Oh, ich muss respektvoll sein. Ich darf nicht über die Flügel hopsen. Kann ich nachvollziehen. As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted. Another was about to wake up. The surviving Antam poachers carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader. Tosh and the team would soon find themselves being hunted by the Dragon King. Wonderfully done, Tosh. While you Isabella! played the big scary dragon, we looted the shiny stuff from her cave. So, Oh, das passt zu ihr, dass sie Alex jetzt die talked about Anführerin you. ist. I see he wasn't making shit up this time. They call me Isabella, among other things. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. Ist das Ding wertvoll? How much could you get for something like that? A fair bit of gold if you're lucky. Maybe a war if you're not. But this piece is not for sale. The Lords of Fortune retrieved it at my request. Rook, this is Shathan. She's our expert on Kunari artifacts. This piece predates the Steel Age by centuries. It comes from an earlier attempt at settlement. One that left no survivors. You used your fire. What? No. Were you seen by the Antam? You promised you would be careful, Evatosh. You need to be away for a while. It is good you are joining Rook's team. I'm what? Wir brauchen euch, Tasch. We're looking for a good dragon hunter. That would be you. Yeah? Our contact here said you'd agreed to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tosh. You're welcome back whenever. Rook, pleasure doing business with you. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. I will prepare potions for you to take. Would you prefer ginger or lavender? The ginger. Hassam Vinek. Rook, you will keep her safe. Also ich würde sagen, sie hat euch übergangen, weil... Also sie hat ja einfach gesagt, ja, die tritt euch bei, ohne dass sie davon überhaupt was wusste. She strong-armed you onto the team just like that, huh? Looks like. Anyway, welcome to the team. Might not be what you wanted, but we could really use the help. I'll get my stuff. Hey. It is.
Sorry? Joining your team. It is what I wanted. Glad to hear it. Das Team ist komplett. The Antom hate magic. They always talk Und wir about haben how unseren much zweiten better Cameo they are than bekommen. everyone else. Now they worship elven Isabella. gods for power? Hypocrites. But it explains why they pushed so hard into Ravain. With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. Die Götter handeln schnell. Nein, wir wehren uns. They want a war? We'll damn well give them one. You need an army to fight a war, though. They've got two. The Venatori and Antom wasted no time allying themselves with the gods. Power at any cost. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies. Like the Veil Jumpers. After Demeter's Crossing, it's personal for them. The Shadow Dragons? I should have earned my way back into their good graces after we saved Minrathous. Tarquin won't ever admit it, but he was impressed. Also, Lady Morrigan requested a meeting at Jawohl, Morrigan! Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Oh, unser dritten Cameo. Probably. Sorry. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands. Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. Das ist das klassische, jetzt hast du das Team zusammen und hier sind eure Quests. Auf geht's. Any details on the blight in the wetlands? Antoine said he didn't write it down. Why not? Either he didn't trust someone else wouldn't read the note, or he didn't want us to panic. Oh, hab vergessen, eine Nachfrage zu stellen. Nein! A dragon, but the blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking blight than wardens. Morrigan and those wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. In their power and Lucanus ist zurück. Lucanus, you're back. I am. A couple of new people have joined the team since you've been gone. This is Professor Emmerich Volkaren, he's our Fade expert, and Tosh, our Dragon Hunter. Hey. Charmed. Right. Not everyone has met. So, a dragon hunter. Treviso could have used you. What's happening there? It's just... people blame you for what happened to Treviso, Rook. But they did not have to make that choice, knowing what the gods are capable of. There was no recall. Still, it changes things. How could it not? But you're back with us. Yes, here to stay. Danke, dass ihr zurückgekommen seid. Given how things have gone, I wouldn't blame you for staying away. So, thanks. We can't do this without you. After what they did to Treviso, I want these gods to fall. I don't see anyone else with a better chance than you. My blade's yours, until the end. Great. Jawohl. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendel. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Never easy, is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. Feels like stopping two gods isn't the kind of thing that should get handed to a fresh leader. Though, someone needs to be in charge, right? Everyone's looking to me for answers. I have to be ready to give them, even when I'm not certain. And that's why I recruited you, Rook. I knew you could fill my shoes.
Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it. Der Wut. Tasch, eine Kunari-Drachenjägerin, hat mit Hilfe der Gruppe einen Drachen aus seinem Bau gelockt. Verbundenheit, auch mit Verbundenheit, sodass die anderen Meister des Schicksals dessen Schatz stehen konnten. Als Antam-Wilderer versucht, den betäubten Drachen in ihre Gewalt zu bekommen, hat Tasch ihn beschützt und dabei offenbart, dass sie über die Fähigkeit verfügt, Feuer zu spucken. Während sich Tasch der Gruppe anschloss, kehrten die überlebenden Antam zu ihrem Meister, dem Drachenkönig, zurück, um ihm von der seltenen, feuerspuckenden Kunari zu berichten. Lucanis ist abgehärtet. Nach dem Angriff des verderbten Drachen in Treviso ist Lucanis vorsichtiger und verlässt sich eher auf sich selbst. Seine Fähigkeiten, die Schaden verursachen, sind verbessert, aber er setzt keine unterstützenden Fähigkeiten mehr ein. Der Beziehungsfortschritt ist verlangsamt. Okay. Eine neue Erkundungsstufe ist verfügbar in Revane. So. So, Tasch, was kann sie denn so? Also, wir haben hier ihren Drachenfeuerschlag, Drachengebrüll, zieht Aufmerksamkeit von Gegner, kann sie also auch, Feueratem, fügt sie Brennen zu, bewirkt den Status überwältigt, das wäre nicht schlecht in Kombination mit Lucanis und halt die Unverwundbarkeit. Gut, aber ich würde sagen, scalen erstmal einen Drachenfeuerschlag rein. So. Gut. So, hier ist hier die Lage. 2 zeitlich begrenzte Gespräche und Quest bei Tasch. Neue Erkundungsstufe für die Hossberg-Feuchtlande. Jawohl. Did I see you writing a message to the Inquisition? What's that about? You know, Varric and I were part of the Inquisition, right? I'm trying to get news about the South. But Charter hasn't replied to any of my messages. I'm trying not to worry about what's happening there, but... No, it's probably fine. Charter's just busy. She's always busy. Charter? Who's that? She's the Inquisition's spy master. Or she would be, if there was Genau, still an wollte gerade sagen, Inquisition. also aufgelöst. I suppose she just Hab mich grad works schon for the gewundert. Inquisitor now? I haven't heard much about the Inquisition in years. Oh, that's intentional. When the breach was open, we needed a large group to stop Southern Thedas from falling into chaos. It's changed in the years since. We're a smaller force working underground to keep an eye on things going on in the world. A spy master? She doesn't know things about me, does she? Do I need to worry? Charter probably knows everything about you. Oh, but she's not going to use it against you. I mean, if you behave. So how long were you with the Inquisition? 10 years? Something like that. Why? You must know the Inquisitor. Well, yeah, we worked together. I wasn't part of the Inquisitor's... Ich wollte dich im inneren Zirkel, aber du hast Nein gesagt, Harding. The ones you didn't hear about. Was ist mit den Beratern, mit den gewöhnlichen Leuten und der innere Kreis? But you did know people from the Inquisitors Inner Circle, didn't you? I knew them, sure, but
Those early days, all I wanted was to prove myself and not get in anyone's way. Some of them were more approachable than others. Sarah was a puppy with a new toy. 100 new toys. Fun, if you can handle the mess. She was really the only one who could make Rainier, well, Blackwall then, let down his guard. Otherwise, he kept to himself and stuck to the stables. We'd talk when I visited the horses. And there was Cole, of course. The spirit boy? Yep. I was just sitting on the walls one day, and he asked if he could join my game. Like a card game? Nah, just good old people watching. Must have seemed like a game to him somehow. We'd pick strangers out of the crowd and try to say something about them. Like, ooh, she heard the joke yesterday and she's still trying not to laugh. Or one of Cole's. His eyes remind her of the ones beneath her bed. Was? I have so many questions. Believe me, I did too. Cole didn't elaborate? I think I prefer the mystery. Don't you? Wasn't Cole an empath? He must have been great at this game. Ah, but the rule was you couldn't say anything you actually knew. He got it in the end. I think. So you didn't ask him if he guessed right? Well, being right wasn't the point. Making a habit of seeing people was. I think he liked that. It's why you don't miss. So tell me about these ordinary Inquisition members I haven't heard about. The Inquisition hired hundreds, and most of them weren't Magisters or Ben Hasrith or the left hand of the Divine. There were scouts and stable hands, carpenters and cooks and quartermasters, even 2 dedicated pastry chefs. Sehr gut, 2 Most of them Kuchenbäcker. volunteered, like me. We wanted to help in whatever small way we could. You helped people. That's not small. It sure felt like it sometimes. Ich wollte dich im inneren Zirkel haben, du hast Nein gesagt. Important people with their important business rushing by. Rector, Faulkner. Liliana gave all her agents pseudonyms. Right, like Charter. Well, Charter's Charter, but when the other 2 and I were together, we were just Lace, Wilbur, and Katya. Was ist mit dem Berater? And the Inquisitor's advisors? What about them? Of all of them, I'd say Josephine is my favorite. She's lovely. She still sends me a box of handmade sweets from Val Royeaux every year on my name day. Cullen and I got along too, but he was always busy. He would have bad days from lyrium withdrawal sometimes, and I would share the tea that my ma sent. He's from Ferelden too. Maybe it reminded him of home. What about Leliana? I heard she's intense. I think she likes to cultivate that reputation. She's not nearly as terrifying as she sounds. Oh, I passed her in the Great Hall one day, and she suddenly turned and asked me if I wanted a nug. A nug? Those small pink rodent things? What for? She loved them and made a hobby of breeding them as pets. So did you take the nug? No! What am I gonna do with a nug? Do you miss it? The Inquisition, I mean. It's hard to miss an organization. They're only as good as their people, don't you think? But I do miss my friends. We write each other, but it's not the same. And the Inquisition is different from what we've built here. Not better or worse, just different. Das ist ja fast ein Meta-Kommentar. Das ist ja fast ein Meta-Kommentar. Die Inquisition war anders als das, was wir uns aufgebaut haben. Nicht besser oder schlechter, nur anders. Lonely. He always seemed lonely. It's hard not to be when you hold yourself
above everyone else. As smart as he's supposed to be, there's just some things he doesn't get. At all. Yeah. Maybe one day he will. Maybe. If you help him. Anyway, I'm sure something out there's on fire, and here I am rambling about the past. I should let you go. Talk later? So, und dann war's noch Devrin. Der Devrin hat noch ein Gespräch für mich. Bonjour. Carving monsters, huh? Didn't figure you for an artist. This? It's by necessity. If you know your enemy, their weak spots, maybe you live another day. Beeindruckend. You've got a flair for the dramatic. Nothing scarier than the real thing. What will you do with it? Standard bestiaries are always some mage drawing things they've never seen, taking the piss out of it. They don't understand how when the hunt ends and you come nose to nose with an ogre, someone's going to die. So I'm making the real Monster Hunter manual. Who you doing it for? Balmor, that imbecile in Teventer, lecturing on things he doesn't know about. And Ludric over in Ravane thinks taking a rock wraith down with a lucky shot makes him a champion. Dieser aufgeblasene Idiot. Yeah, Ludric and his ego. You ever met Ludric? Well... Because he's been dead 300 years, living off the legend of one fluke arrow. Oh. I just wanted to make you feel better. My reward is showing these idiots how it's done. Warum dürfen denn alle? Es ist so lustig. Alle sagen Idiot oder sonst irgendwas. Nur bei uns geben sie uns ständig die Dialogoption, irgendwen zu beleidigen, und dann tut's unser Charakter einfach nicht. Das ist halt voll dumm. Sounds like a fun read. I'm in. You have to buy it first. Where's the Gloom Howler? Can't carve it till I know what it is. You want a piece of the Howler, boy? Is he ready? Was I ready the first time I fought a Hurlock? Well, you're still alive. I got my ass handed to me. Broke 4 ribs and cracked my jaw. Then I got back up and drove a blade through its skull. In this line of work, Asan and I are only as strong as the quarry we hunt. Makes sense. He'll learn to fight by fighting. I don't know another way. Out there in the world, you sink or swim. Can a half lion, half eagle swim? Don't know. Asan? Which half was that? Search me. Both halves share the same stomach. Right. I'll see you around. Zwischen den beiden ist die Chemie nicht so da. Ja, zwischen Rook und Devrin.